Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu We Are Musical Talk Time. Und auch heute habe ich mir wieder einen Gast zum ganz persönlichen Gespräch eingeladen. Ich freue mich sehr, dass er da ist aus unserer Catscast. Herzlich willkommen, Rory Six. Vielen Dank für die Einladung. Vorweg erstmal, wir halten heute beide Abstand und wir sind beide getestet. Deshalb dürfen wir ausnahmsweise auch mal ohne Maske sprechen. Genau. Rory, die Theater sind geschlossen. Wir sind im Lockdown, Veranstaltungen wurden abgesagt. Wie ging es dir ganz persönlich mit dieser Situation? Wie ging es mir persönlich? Also ich muss sagen, die ersten 2 Wochen waren wirklich, wirklich heftig, muss ich sagen. Damals im März. Und da muss ich sagen, dann habe ich so einen Rhythmus gefunden, weil ich war das nicht gewohnt, dass man so viel Zeit zu Hause verbringt. Und irgendwie, glaube ich, nach 2 Wochen habe ich dann so einen Rhythmus gefunden, wie es dann irgendwie für mich funktioniert. Und seitdem geht es eigentlich ganz gut. Also ich habe mich noch keinen einzigen Tag gelangweilt. Mir fehlt eigentlich mehr Zeit eigentlich, muss ich sagen. Du hast ja auch mehrere Haustiere. Genau. Die halten dich wahrscheinlich in Die halten mich ziemlich auf Trab, weil ich habe 2 Hunde und 2 Katzen. Also ein kleiner Zoo habe ich zu Hause. Und mit den Hunden gehe ich halt jetzt natürlich sehr oft spazieren, was ich sonst auch gemacht habe. Aber jetzt natürlich, ich wohne nicht genau in Wien, ich wohne außerhalb von Wien. Da kann man im Wienerwald natürlich wunderschön spazieren gehen. Und die freuen sich jetzt alle 4, dass du mehr Zeit für sie hast. Natürlich. Du kommst aus Belgien. Genau. Wie ist denn dort die Situation? Ist das ähnlich wie bei uns? Ist dort auch Lockdown? Also Lockdown, ja, es ist immer ein bisschen anders. Die schließen vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später als hier in Österreich. Was für mich, ich war im Sommer ganz kurz für 2 Wochen Familie besuchen. Und da musste man, ich komme von der Küste, vom Strand, und da musste man wirklich überall Maske draußen tragen, auch auf der Straße. Auf der Straße. Auch am Strand. Bis du zu deinem Platz gekommen bist, dann durftest du deine Maske abnehmen. Aber sobald du zum Wasser oder so gegangen bist, musstest du wieder die Maske aufsetzen. Also eigentlich noch strenger, dass eigentlich, man sogar ja, fast auf der schon noch, Straße trägt. Was einige vielleicht noch gar nicht wissen, wir sind ja sozusagen Kollegen. Du hast ein eigenes Theater gegründet hier in Wien. Erzähl uns doch ein bisschen Genau, davon. also die Theatercouch habe ich vor, ich glaube, 8, 9 Jahren gegründet, sowas. Ist ein ganz, ganz kleines Theater, also das kann man nicht vergleichen mit dem Ronacher hier. Aber 50 Plätze haben wir. Wir führen einfach nur ganz kleine Stücke auf, Stücke, die ich selber schreibe. So ist es auch entstanden, weil ich einen Raum gesucht habe, um meine eigenen Stücke auszuprobieren. Und dann kam die Idee, vielleicht einfach selber ein Theater zu eröffnen. Und das habe ich dann gemacht und seitdem mache ich das auch. Und du sprichst großartig Deutsch, mehrere Sprachen sogar. Wo hast du so gut Deutsch gelernt? In Deutschland, muss ich sagen. Also ich habe in der Schule 2, 3 Jahre Deutsch gehabt, aber ich glaube, mehr als ich hätte gerne ein Brot oder sowas war da nicht wirklich drin. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe eigentlich zu meinen Kollegen gesagt, bitte rede nur Deutsch mit mir und ich werde versuchen, auf Deutsch zu antworten. Und wenn es falsch ist, müsst ihr es dann sagen. Also im Theater hast du Deutsch gelernt, genau, im Theater habe ich Deutsch gleich gelernt. in der Praxis geübt. Genau. Du hast es gerade erwähnt, du bist auch Autor. Wenn du deine Stücke schreibst, in welcher Sprache denkst du und schreibst du dann? Dadurch, dass ich schon so lange hier wohne, träume ich auf Deutsch und rede ich fast nur Deutsch. Also ich habe wirklich mehr Probleme, mich auf Holländisch auszudrücken, als auf Deutsch. Tatsächlich? Ja, und deswegen schreibe ich auch auf Deutsch, lustigerweise. Also Tatsächlich? Die Stücke schreibe ich auf Deutsch. Ja. Alles auf Deutsch und übersetzt das dann selbst ins Holländische? Oder? Auf Holländisch habe ich eigentlich noch nie wirklich ein Stück gehabt, weil ich dort die Connections jetzt nicht mehr so habe. Und außer wenn Rosenblätter fallen, haben wir in Holland gespielt und in Belgien. Und das wurde dann übersetzt, weil da habe ich mich nicht dran getraut irgendwie, weil es ist so komisch. Selbst zu machen. Ja, weil man hat so die Bilder im Kopf, wie man es auf Deutsch hatte, die Sprache, und dann will man es zu stark wörtlich übersetzen. Und eine wörtliche Übersetzung, finde ich, ist dann meistens sehr holperig teilweise. Und deswegen habe ich das dann abgegeben. Ich kenne ja einige Stücke, die sind wirklich wunderschön und ich bin mir sicher, dass die auch bald in Holland gespielt werden. Sehr schön. Musicals haben ja immer ganz verschiedene Themen und Stoffe. Das Genre ist so vielfältig. Wie kommst du auf deine Themen? Wo hast du deine Inspiration her? Das sind Eingebungen meistens, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Also ein wenig Farbe zum Beispiel, was ich geschrieben habe, habe ich RuPaul's Drag Race geschaut und da ging es über Transgender und da kam so, Transgender, auch ein Stück über Transgender zum Beispiel, wäre mal was Interessantes. Und dann habe ich einfach angefangen, mir Gedanken zu machen, was ich schreibe und was ich tue.
Das ist super interessant gewesen, ein wunderschönes Stück und auf jeden Fall ein Thema, was auch mal auf die Musicalbühne ist ein anderes Thema. Super umgesetzt. Wir haben ja eine schwierige Situation zurzeit, für alle nicht leicht, insbesondere auch für die Kulturbranche. Du bist selbst Theaterdirektor. Was glaubst du, wo es hingeht? Denkst du manchmal über die Zukunft nach? Ja, über die Zukunft denke ich jeden Tag nach. Also ich habe mir vorgenommen, nicht zu negativ drüber zu reden oder nicht zu negativ zu denken zu wollen, weil dann kann ich gleich aufhören. Deswegen habe ich gedacht, nein, wir suchen einen Weg, da irgendwie durchzukommen. Und dadurch, dass wir so klein sind, sind die Kosten überschaubar und wir machen Benefizkonzerte und so solche Sachen. Also überleben werden wir es, zumindest das ist der Plan, wenn es nach mir geht. Und danach hoffe ich zumindest, dass es so weitergeht wie davor. Auch vielleicht mit Maßnahmen und so natürlich. Aber also du bist ganz positiv und willst optimistisch bleiben. Ich möchte optimistisch bleiben. Das finde ich super. Genau. Das hilft einem ja auch in dieser Zeit, da positive Gedanken zu behalten. Ja. Gibt es irgendwas, was du mitnimmst aus diesem Lockdown für dich, vielleicht auch später? Ja, mir selber persönlich etwas mehr Zeit und Ruhe zu gönnen. Das habe ich gelernt. Oder das bin ich noch immer am Lernen, weil das ist das, was für mich das Schwierigste ist. Auch ich komme nie zur Ruhe. Ich merke es auch jetzt wieder, wie ich die ganze Zeit hin und her wackel. Und das habe ich gelernt. Einfach mal zu sagen, es ist doch okay, mal einen Tag auf dem Sofa zu verbringen. Weil das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und deswegen, das muss ich auch lernen. Und da bin ich noch immer dabei. Aber auch eine Entschleunigung für dich, weil du immer aktiv bist, kreativ. Genau. Wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt und gebeten, uns Fragen zu schicken. Die haben wir hier in diese Umschläge getan. Ich weiß selber nicht, welche Frage in welchem Umschlag ist. Spannend. Und ich wollte dich bitten, eine Frage zu ziehen und die möchte ich dir dann stellen. Okay. Die hier. Die soll es sein. Die soll es Die sein. goldene Mitte. So. Dann schauen wir mal. Das ist deine Frage. Okay. Hast du Tipps für Aufnahmeprüfungen an Musical- oder Schauspielschulen? Du warst selbst auf der Musicalschule? Ja, finde ich eine schwierige Frage zu beantworten. Also ich glaube, du brauchst erstens mal die Leidenschaft. Also da fängt es ja schon mal an, weil ohne dem kommt man nicht weit, würde ich mal sagen. Fang nicht zu spät an, weil ich gebe auch teilweise Gesangsunterricht und ich merke immer, dass viele Leute 2 Wochen vor dem Vorsprechen da denken, ich sollte doch vielleicht mal Gesangsunterricht nehmen. Und das ist ein bisschen spät. Also ich glaube, das ist nicht nur bei Gesang so. Ich glaube, man soll sich wirklich, wirklich gut darauf vorbereiten. Aber die Leidenschaft ist wichtig, ist das Wichtigste, weil es ist auch kein leichter Beruf und man muss sich dann wirklich voll dafür entscheiden. Du hast das gemacht. Genau. Du bist aber nicht nur Theaterdirektor und Musical-Autor, sondern auch ein wunderbarer Sänger. Dankeschön. Und du hast uns ein Lied heute mitgebracht. Welches Lied ist das und warum hast du es dir ausgesucht? Gott, warum aus Rebecca? Und ich habe mir das ausgesucht, weil das ist irgendwie eine Rolle, die auch auf meiner Liste steht, die ich gerne mal irgendwann spielen würde, wenn es irgendwie ginge. Damals war ich noch zu jung, wo es hier war. Und habe mir gedacht, kann man das jetzt mal auch ausprobieren, wie das ist, dieses Lied zu singen. Ich bin mir sicher, das wird super werden. Wir freuen uns schon alle drauf. Wir hören jetzt Rory Six mit Gott, warum aus dem Musical Rebecca. Hab ich denn den Verstand verloren? Warum ist so viel Angst und Zorn in mir? Ich hasse mich selbst dafür. Was zog mich bloß an diesen Unglücksort? Ich weiß, dass er verflucht ist. Gott, warum kam ich zurück nach Mandalay? Als ich ein kleiner Junge war, zog mich das Lied der Brandung in den Schlaf und zog mich übers Meer. Jetzt klingt das Lied der Brandung geisterhaft. Ich weiß, dass ich verflucht bin. Gott, warum kam ich zurück? Was bin ich für ein Narr? Hier lebt die Vergangenheit, hier hat sie gewartet all die Zeit. Etwas in mir glaubt daran, dass ihre Liebe mich befreien kann von den Bildern, die mich quälen, wenn ich die Augen schließe.
dann holt uns irgendwann das Gestern ein. Ich käme nie zur Ruhe. Nein, ich bleib da und stell mich dem, was war, bis ich nicht mehr verflucht bin. Ja, darum kam ich zurück nach Mandalay. Und ich werde stärker sein, stärker als die Schatten und die Nacht. Rory Six mit Gott warum aus dem Musical Rebecca, begleitet am Flügel von Peter Biro. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie es noch nicht tun, folgen Sie uns doch gerne auf Social Media. Dort können Sie diese und auch andere Folgen nachschauen, wenn Sie Lust haben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.